Wenn du Fibromyalgie hast, dann kannst du Ärzten und Freunden zwar die Symptome erklären und beschreiben, wie sich die Krankheit auf den Alltag auswirkt. Aber was es wirklich bedeutet, mit Fibromyalgie zu leben, ist fast unmöglich zu verstehen, wenn man nicht selbst davon betroffen ist. Vollständig einfühlen können sich eigentlich nur andere Betroffene. Und das macht den Austausch untereinander auch so wertvoll. Das kann viel Trost geben und es kann ermutigend sein zu wissen, dass man mit all dem Ganzen nicht alleine dasteht. Und darum habe ich heute mal 20 Dinge zusammengesucht, die man nur versteht, wenn man selbst Fibromyalgie hat. Bestimmt findest du dich in manchem wieder und du kannst ja später auch mal in die Kommentare schreiben, würde mich freuen. Ich möchte noch ganz kurz meine Quelle dazu angeben. Die folgenden 20 Dinge, die ich meine, das sind Sprüche von Menschen auf themighty.com. Das ist eine englischsprachige Community für Menschen mit gesundheitlichen Problemen und dort wurden Fibromyalgiker nach Dingen befragt, die nur Fibros bestehen. Ja, und dies sind denn Antworten, zumindest ein Teil der Antworten. Ich habe also ein paar von diesen Aussagen übersetzt und zusammengetragen, so gut ich das eben mit meinen sparsamen Englischkenntnissen kann. Und das gebe ich hier mit meinen eigenen Worten wieder. Ja, los geht's also mit den 20 Dingen und zwar mit dem ersten Spruch. Und da muss ich jetzt ein bisschen ablesen. Der erste Spruch lautet: Es gibt keinen Tag ohne irgendein Symptom. Nicht nur Rücken- oder Knieschmerzen. Es ist ein tiefer oder auch stechender Schmerz am ganzen Körper. Das ist eben auch das, wie soll man das als Gesunder nachvollziehen, wenn man auch das beschreibt. Also ich glaube, das kann man nicht nachempfinden. Der zweite Spruch heißt: Mit Fibromyalgie kann man gleichzeitig schwitzen und frieren. Kann ich nur bestätigen, habe ich auch schon erlebt. Beim dritten Spruch geht es um die Normalität des Aufwachens. Ja, was bedeutet ja für die meisten Menschen, ist es normal aufzuwachen nach einer erholsamen Nacht. Jedoch bei uns mit dem Gefühl, kaum geschlafen zu haben und dieses Gefühl den ganzen Tag und das auch Tag für Tag. Das kennen vielleicht auch einige von euch. Und es geht auch gar nicht so sehr darum, wie viel man geschlafen hat. Es gibt natürlich welche, die schlafen wenig und fühlen sich dann am nächsten Tag natürlich nicht gut. Aber es gibt auch welche, die können viel schlafen, fühlen sich aber am nächsten Tag trotzdem so, als hätten sie gar nicht geschlafen. Ja, der vierte Spruch von diesen 20 Dingen, da geht es um die Angst. Und zwar um die Angst mit Fibromyalgie, die man so vielleicht gar nicht hat, wenn man davon nicht betroffen ist. Hier wird genannt zum Beispiel die Angst vor einer Reise, weil Reisen die Symptome aufflammen lassen kann. Die Angst, neue Leute kennenzulernen, weil sie Fibromyalgie möglicherweise nicht verstehen und man dadurch vielleicht abgelehnt wird. Die Angst, mit den Kindern viel Spaß zu haben und am nächsten Tag die Quittung dafür zu bekommen. Und auch die Angst vor der Zukunft, Angst davor, dass sich die Symptome noch verschlimmern. Und das höre ich auch ganz oft. Diese Angst, dass sich die Symptome, dass sich alles noch verschlimmert. Ja, und es ist ja manchmal auch so, dass es sich verschlimmert. Es ist natürlich dann nachvollziehbar, dass diese Angst existiert. Der fünfte Spruch von diesen 20 Dingen, der ist schon wieder so ein bisschen lustig. Der heißt: Werde ich krank oder ist das nur Fibro? Ja, trifft es auch, denn man fühlt sich ja nie gesund oder nie fit mit Fibromyalgie. Und beim sechsten Punkt, da geht es um den Geruchssinn und der ist einfach zu gut und zwar so gut wie bei einem Spürhund, sodass man Migräne bekommt, zum Beispiel vom Aftershave, vom Parfüm, vom Schweiß oder sogar von den Gerüchen beim Kochen. Ein Teil davon kenne ich auch, also ich kann auch auf manche Gerüche wirklich empfindlich reagieren. Viel schlimmer ist es bei mir aber mit den Geräuschen. Aber das ist ja unterschiedlich. Manche reagieren eben mehr auf die Gerüche und andere auf die Geräusche oder auf Berührung oder Licht. Kommen wir zum siebten Spruch von diesen 20 Sprüchen, was nur Menschen mit Fibromyalgie verstehen. Und der lautet: Die Schmerzen, Müdigkeit und andere Symptome können sich von Minute zu Minute ändern. Nur weil es mir heute Morgen gut geht, heißt es nicht, dass es mittags noch so ist. Und das ist natürlich definitiv wahr. So erleben das viele, dass sich der Zustand schlagartig ändern kann, wo man irgendwie noch denkt, oh super, heute habe ich ja einen tollen Tag und zack, plötzlich ist alles vorbei. Das kenne ich auch. Der achte Spruch, den nur Menschen mit Fibromyalgie verstehen,
Fibromyalgie ist die wahre Freude darüber, am Ende eines langen Tages den BH auszuziehen. Ja, und das gilt sicherlich nicht nur für den BH. Viele tragen ja auch schon gar kein BH mehr, sondern eher ein Bustier. Und da gilt es sicherlich genauso. Und ich kenne Betroffene, die auch gar nichts mehr davon tragen, weder das eine noch das andere, weil es einfach nicht zu ertragen ist. Und dann gibt es wiederum welche, die brauchen diesen Halt, weil alles so empfindlich ist, dass das dann eben einfach ein BH oder ein Bustier einfach noch so ein bisschen Unterstützung gibt, auch in Bezug auf Schmerzen. Und auch dann kann es aber natürlich schön sein, wenn man abends das Ganze ablegen kann. Der 9. Spruch von den 20 Dingen, was nur Menschen mit Fibromyalgie verstehen, lautet: Ich vermisse die Person, die ich vor den Schmerzen war. Ich vermisse die Energie, die ich vor den Schmerzen hatte. Ich vermisse den Respekt und die Unterstützung von alten Freunden und Familie. Ich vermisse es, Spaß zu haben. Ich vermisse, wer ich einmal war. Aber vor allem sind die Schmerzen fast unerträglich. Der 10. Punkt. Ja, der ist ganz kurz und knapp. Mit Fibromyalgie läuft die Zeit ein bisschen anders. Ja, während bei Gesunden ja vieles durch die Zeit bestimmt wird, die Zeit eine große Rolle spielt, ist es bei Fibromyalgie eher der Zustand, das Energieniveau, wie ist mein Energielevel, wie ist es mit den Symptomen heute, wie ist es mit den Schmerzen. Die Fibros haben meist nicht so den Zeitmangel, beziehungsweise der Zeitmangel steht nicht so im Vordergrund wie bei Gesunden. Und ich denke das auch ganz oft, wenn irgendwie sowas ist, wenn irgendwas ansteht, wo man hin muss oder so, dann denke ich ganz oft, ja, Zeit ist nicht das Problem, ne, eigentlich. Manchmal schon, aber naja, gut. Kommen wir was haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt der 11. Spruch von den 20 Dingen, die nur Menschen mit Fibromyalgie verstehen. Da hat jemand geschrieben, das Absagen von Verabredungen aufgrund von Schmerzen, Migräne, Erschöpfung oder anderem. Für Freunde und Familie ist das oft schwer zu verstehen und wird manchmal persönlich genommen. Ja klar, das ist natürlich auch wirklich, ja, man kann eigentlich auch sagen, nachvollziehbar. Ich würde es vielleicht auch persönlich nehmen, wenn ich nicht betroffen wäre. Weil einfach Gesunde nicht in der Lage sein können, sich in diese Symptomatik einzufühlen. Man kann das nicht nachvollziehen. Und auf der anderen Seite, was hat man für eine Wahl als Betroffener? Man kann manchmal eben bestimmte Dinge einfach nicht wahrnehmen. Und selbst wenn man es dann macht, dann kriegt man solch eine große Quittung, dass man sich das auch wirklich gut überlegen muss vorher. Ich möchte auch noch kurz unterbrechen, falls du jemand bist, der auf der Suche nach Austausch ist, kann ich dir unsere Facebook-Gruppe anbieten, Fibromyalgie-Kämpfer. Und ja, vielleicht ist das ja was für dich. Da geht es zum größten Teil um die Guaifenesin-Therapie, eine Therapie, die alternativ ist, eine alternative Behandlungsform. Aber es geht auch um Ernährung und allgemein um Menschen mit Fibromyalgie tauschen sich da eben aus. Ja, kommen wir zum 12. Punkt. Den finde ich auch richtig gut. Der heißt, beziehungsweise ist das ein Dialog. Da sage ich, meine Haare tun weh. Und das Gegenüber sagt, Haare können nicht schmerzen, sie haben keine Nerven. Und dann sage ich, meine Haare tun weh. Und das trifft es auch wieder so gut, weil genau das habe ich nämlich auch schon erlebt, dass die Haare wehtun. In Wirklichkeit waren es natürlich nicht die Haare, sondern wahrscheinlich die Haarwurzeln. Und zwar habe ich das immer dann erlebt, wenn die Haare gegen den Strich lagen. Wenn du einfach so morgens aufgewacht bist und die Haare liegen anders als normalerweise, dann hat das einfach geschmerzt. Das habe ich heute zum Glück nicht mehr. Aber ich kann mich noch gut daran erinnern. Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du das ja auch. Schreib doch einfach mal in die Kommentare. Jetzt kommt Spruch 13 von den 20 Dingen, die nur Menschen mit Fibromyalgie verstehen. Da schreibt jemand, wie wahnsinnig anstrengend alles wird. Was früher einfache Aufgaben waren, dauert nun 3-mal länger und kann das letzte bisschen Energie verbrauchen. Selbst die Morgendusche kann einen bettlägerig machen, wenn man nicht aufpasst. Es wird unabdingbar, auf seinen Körper zu hören. Und da muss ich gerade wieder an den Spruch mit der Zeit denken. Das ist einfach, die Symptomatik entscheidet darüber, wie du vorgehst. Es wird unabdingbar, auf den Körper zu hören. Man hat gar keine andere Wahl, als darauf Rücksicht zu nehmen. Man hat keinen Puffer mehr, keine Toleranz, die man da noch einbringen kann.
Und das mit der Morgendusche, die einen bettlägerig machen kann, das kenne ich auch noch aus der Vergangenheit. Mir ging es ja mal deutlich schlechter, dass man gleich anschließend sich wieder hinlegen konnte, weil einfach die Energie komplett verbraucht war. Der 14. Spruch. Wenn du fertig bist, bist du fertig. Die meisten von uns haben gelernt, die eigene Energie und die eigenen Grenzen gut einzuschätzen. Aber ich stelle fest, dass Leute ohne Fibromyalgie meine Warnungen wie ich kann nicht mehr oder ich bin ziemlich erschöpft für übertrieben oder für melodramatisch halten. Menschen mit Fibromyalgie werden sicherlich verstehen, dass ich in solch einer Situation meine Sache so schnell wie möglich zu Ende bringen muss. Naja klar, wenn du fertig bist, dann bist halt fertig. Ja, jetzt haben wir schon eine ganze Menge geschafft. Jetzt kommen wir zu Spruch Nummer 15 von den 20 Dingen, die nur Menschen mit Fibromyalgie verstehen. Wie viel Energie wir darauf verwenden, die ganze Zeit nur krank zu sein. Wir arbeiten doppelt so hart, um halb so weit zu kommen. Ja. Der Energieaufwand ist viel höher für uns, um irgendetwas erreichen zu können, als für einen Gesunden. Spruch Nummer 16. Alles, was ich tun möchte, ist schlafen. Denn das ist die einzige Zeit, in der ich keine Schmerzen spüre. Das kennen bestimmt auch einige von euch. Aber vielleicht gibt es ja auch jemanden unter euch, der von den Schmerzen sogar wach wird. Also das habe ich zum Glück nie gehabt. Ich bin wach geworden, ich bin oft wach geworden, als ich diese Zeiten noch hatte, wo ich schlecht geschlafen habe. Aber nicht von den Schmerzen. Bei mir hing es ja auch viel mit dem Essen zusammen. Also viel mit den Kohlenhydraten. Und da bin ich dann aufgewacht von Krämpfen oder bin einfach wach geworden, konnte nicht wieder einschlafen oder ich hatte, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Bin einfach aufgewacht. 17 ist auch schon wieder fast lustig, der Spruch Nummer 17 von den Dingen, die nur Menschen mit Fibromyalgie verstehen. Ja, duschen tut weh. Ja, kann natürlich auch. Ich meine, das habe ich so nicht erlebt, aber ich kann mir vorstellen, wenn die Dusche einen starken Strahl hat und man einen sehr empfindlichen Tag hat, kann ich mir schon vorstellen, dass einfach auch das ein Problem ist. Nummer 18. Manchmal kann man das Gewicht und die Enge der Kleidung einfach nicht ertragen. Und dann weicht man auf eine Nummer größer aus, auf irgendwas, was bequemer ist. Ja, es ist ja, das mit dem Gewicht kenne ich auch so, wenn das so Jacken sind oder so, die besonders schwer sind. Da sind bestimmt manche noch empfindlicher als ich, weil es einfach die Krankheit so mit sich bringt. Der 19. Spruch von den Dingen, die man nur mit Fibromyalgie versteht. Fibromyalgie bedeutet nicht schlafen, chronische Müdigkeit, ständige Schmerzen, so ziemlich alles. Und es ist immer da, du hast nie Pause. Und das ist wahrscheinlich auch etwas, was viele nicht verstehen können, wie man auf der einen Seite nicht schläft und auf der anderen chronisch müde ist. Das passt für viele dann auch nicht zusammen, aber es ist möglich. Es ist kein Gegensatz, ne? Und vor allem, was hier auch eben heraussticht, du hast keine Pause. Das ist das, was Gesunde ja auch völlig unterschätzen. Oder auch Nicht-Gesunde, die andere Krankheiten haben, also nicht Betroffene, sagen wir mal so. Du hast einfach keine Pause, das ist permanent da. Es ist nur die Frage, in welchem Ausmaß, ne? Jetzt kommen wir zum letzten von den 20 Dingen, die man nur versteht, wenn man Fibromyalgie hat. Eine sanfte Berührung kann sich wie ein Schlag anfühlen. Wenn ich dich also schlage, weil du mich kitzelst, dann, weil es sich anfühlt, als würdest du buchstäblich deinen Finger durch mich fahren. Also genau diese Situation kenne ich nicht, aber ich kenne schon auch diese starke Berührungsempfindlichkeit an bestimmten Stellen am Körper. Es gibt sogar Stellen, die ich selbst nicht anfassen mag, weil sie mir einfach unangenehm sind, weil sie sich unangenehm anfühlen, wenn ich selbst darüber gehe. Und ich bin auch teilweise sehr empfindlich, wenn ich angefasst werde. Ach ja, ich will da jetzt auch gar nicht so ins Detail gehen. Es ist etwas, was bestimmt auch viele kennen. Ja, mein Spruch ist ja die Nummer 9. Also ich vermisse die Person, die ich vor den Schmerzen war. Ich vermisse die Energie, die ich vor den Schmerzen hatte und so weiter. Und vor allem auch, ich vermisse, wer ich einmal war. Der Spruch, der spricht mich wirklich an. Ich finde mich in vielen von diesen Sprüchen wieder, aber der spricht mich wirklich an. Der passt bei mir so richtig wie Faust aufs Auge. Und wie ist das bei dir? Welcher Spruch passt für dich am besten? Was hat dich am meisten angesprochen?
Wenn du magst, dann sei doch einfach nächste Woche wieder dabei. Ich würde mich freuen und abonniere dafür einfach meinen Kanal, klick auf die Glocke, achte, dass die auf voll eingestellt ist, sonst bekommst du keine Nachricht. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.